Also ich drehe ja viele YouTube-Videos, ne? Also über Panikattacken, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörung und. Aber keins wurde so oft angefragt wie Zwangsgedanken. Also wirklich, dieses Video, das ich vor 4 Monaten hochgeladen habe, das ist auf jeden Fall für meine Verhältnisse explodiert ist. Und ich muss sagen, ich bin A, sehr stolz drauf und B, total überrascht, wie viele Menschen mir die ganze Zeit auf Instagram schreiben und die ganze Zeit höre ich immer wieder, mach doch bitte, bitte nochmal zu diesem Thema ein Video. Ihr habt es euch gewünscht und hier ist es. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Mein Name ist Juan. Auf meinem Kanal Juan der Spanier. Heute, wie du es gerade schon gehört hast, geht es um Zwangsgedanken. Ich würde dich bitte bitten, dass du heute dir vornimmst, dir Zeit zu nehmen für dieses Video. Ich finde das wichtig. Nimm dir wirklich ausreichend Zeit dafür, wenn du jetzt meinst, ich bin irgendwo auf Arbeit oder in der Mittagspause oder gar im Verkehr, da solltest du es ja gar nicht ansehen. Dann schau dir bitte dieses Video nicht an, sondern nimm dir bitte die Zeit, dass du dich heute Abend, wenn du dir Zeit genommen hast, auf deinen Sofa zurücklegst und dir in aller Ruhe dieses Video anschaust. Ja, ich möchte so vieles. Also ich könnte über das Thema wirklich stundenlang, glaube ich, reden. Es gibt sehr vieles darüber zu erzählen, persönliche Erfahrungen, die ich damit hatte, Entstehung dieser Störung, was ich von dieser Störung halte, wie sie, wie gesagt, entsteht, was man dagegen machen und tun kann, buddhistische Ansätze, verhaltenstherapeutische Ansätze, tiefenpsychologische Ansätze und so weiter und so fort. Und ich glaube, da kann man sich in die Materie wirklich ganz weit und tief reinfilmen. Ich habe in letzter Zeit auch sehr viele Anfragen auf Instagram, aber auch auf dem YouTube-Kanal unter dem Video viele Kommentare bekommen. Juan, wie schaut es denn aus, wenn ich homosexuelle Zwangsgedanken habe? Der nächste hat geschrieben, Juan, wie schaut es denn aus, wenn ich Gedanken über Monster habe? Der nächste hat geschrieben, wie schaut es denn aus, wenn ich Gedanken habe über Pädophilie? Der nächste hat geschrieben, wie schaut es denn aus, wenn ich Gedanken habe über Zählzwang? Und diese Liste könnte man jetzt wirklich endlos weiterführen. Denn es ist letztendlich egal, was es für Gedanken sind. Ob das jetzt blasphemische sind, homosexuelle, Pädophile und so weiter. Die Herangehensweise, wie man mit diesen Gedanken richtig und adäquat umgeht, ist immer dieselbe. Also das ist jetzt wichtig, dass du das verstehst. Hör bitte genau zu. Wenn du jetzt gerade ein Zuschauer bist, der gerade unter Zwangsgedanken leidet, die was mit Blasphemie zu tun haben oder andere pädophilische, es ist immer dasselbe, immer dieselbe Herangehensweise, wo ich dann später im Laufe dieses Videos dann dazu kommen werde, wie man dieses Konstrukt auflösen kann. Das werde ich dir dann später erklären, aber die Herangehensweise ist immer die gleiche. Verinnerlich das mal und es ist ganz wichtig. Dann brauchst du mir bei allem Respekt nicht, das ist es nicht böse gemeint, jedes Mal wieder auf Instagram schreiben, wie schaut es denn damit aus und jetzt habe ich diesen Gedanken entwickelt und jetzt habe ich diesen Gedanken entwickelt. Das ist wirklich nicht wichtig. Aber jetzt schauen wir uns doch mal an, was ich ja meine zu glauben, im letzten Video, das auch etwas länger ging, schon erwähnt habe, wie denn es zu so einer Krankheitsgeschichte kommt, die man Zwangsgedanken nennt. Wie kommt es dazu? Nun, ich möchte da jetzt mal schauen, ich will dir das erklären und möchte dir das erklären, weil ich glaube, also beziehungsweise ich bin sogar eigentlich davon überzeugt, dass wenn man jetzt dir einfach nur zeigt, wie man das auflöst, dass das nicht die Lösung ist. Es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man so eine Art, wenn man möchte, tiefenpsychologisch auch versteht, woher das kommt und wie die Entstehungsgeschichte ist. Weil wenn man das nämlich weiß und wenn man das dann in sich verinnerlicht, dann hat man das in sich drinnen und ist sich dessen bewusst, wo das auch herkommt und ob das andere auch haben. Und dann kann man besser, noch besser mit auch dieser Lösung damit dann umgehen. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Früher,
im Mittelalter, bei den Römer oder gar bei den Ägypter so oder den alten Chinesen, so die ältesten Zivilisationen unserer Zeit. Also ich war da nicht dabei und du auch nicht. Aber ich bin mir eigentlich 100%ig sicher, dass da diese Menschen auch schon Zwangsgedanken bestimmt hatten. Und dann im Laufe der Zeit haben die Menschen Religionen erfunden. Die erste Weltreligion war das Judentum, später kamen andere Religionen wie das Christentum, der Hinduismus oder der Islam und so weiter. Und was haben diese Religionen gemacht? Was ist der Sinn dieser Religionen? Der Sinn der Religionen war vielleicht gut gemeint, ja, aber diese Religionen haben eins gemacht. Sie haben versucht, beim Mensch und bei jedem einzelnen Individuum in den Kopf hinein zu integrieren, dass man ein guter Mensch ist. Der Moses hat schon gesprochen von den 10 Geboten. Man sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Na? Und es wurde diesen Menschen allen eingetrichtert, dass sie gute Menschen sind. Und je nachdem, wie gläubig du warst, hast du dann all diese Gedanken und Verhaltensweisen angenommen. Also, das kommt dann damals, wie heute. Damals gab es zwar keine Fernseher, aber es gab dann die Prediger, die gepredigt haben. Heute sind es im Fernsehen die schlechten Verkäufer, die dir was verkaufen wollen. Menschen, die dir alles Mögliche erzählt haben, wie du zu denken und wie du zu fühlen hast, damit du ein guter Mensch bist. Die katholische Kirche hat das später zum Beispiel ausgenutzt und hat dann zum Beispiel Menschen erzählt, dass sie ins Fegefeuer kommen. Ne? Und wenn du das nicht geglaubt hast, dann musstest du dann Geld dafür bezahlen. Wenn du dann irgendwelche Gedanken hast, die sich dann aufgedrängt haben, dann hast du dir gedacht, ich bin ein böser und ein schlechter Mensch. Und jetzt wollen wir uns doch einmal unser Gehirn, unser Unterbewusstsein ansehen, wie das eigentlich funktioniert und wie das Gehirn, unser Unterbewusstsein, entgegengesetzt der Religionen oder der Konsumgesellschaft, der Leistungsgesellschaft wirkt. Da haben wir auf der einen Seite unser Gehirn. So, da denken wir laut modernen Studien 40.000 bis 60.000 Gedanken an einem Tag. Circa 98-97% dieser Gedanken sind unbewusst. Das heißt, es plappert so die ganze Zeit. Die ganze Zeit plappert es in dir. Ich muss die Waschmaschine ausleeren, ich muss heute zum Steuerberater und keine Ahnung. Und dann kommen solche Gedanken, die sind oft wiederkehrend. Die hast du gestern gehabt, die hast du vorgestern gehabt und die wirst du morgen wieder haben und übermorgen haben. Und jetzt ist es wichtig, dass man versteht, was eigentlich Gedanken sind. Das ist wichtig. Wie gesagt, wir sind jetzt noch bei der einen Seite. Nun, Gedanken sind Energie. Das ist richtig, das ist wahr. Das ist wie ein Stromschlag. Der Energie erzeugt Energie. Und diese Gedanken, woher die kommen von ganz klein auf. Wenn deine Mama dir sagt und dein Papa schon als kleiner Junge, ich liebe dich, ich hab dich gern oder ich kann dich nicht leiden und so weiter. Da tut der präfrontale Kortex, der hier vorne sitzt, nämlich eines: Denken. Er hat nichts mit deinem Charakter zu tun. Also Gedanken haben nichts mit deinem Charakter zu tun, das ist richtig. Aber sie wiederholen sich, das ist nun mal seine Aufgabe. Verstehst du das, was ich dir damit sagen will? Der präfrontale Kortex denkt. Die Leber entgiftet deinen Körper. Das Herz sorgt dafür, dass der Blutkreislauf durch den Körper in 60 Sekunden einmal durch deinen ganzen Körper herumgeht. Wie ich jetzt gerade meine Ausbildung als Personal Trainer, der das da lernen muss, durch den rechten Vorhof und so weiter. Da dreht sich dieser Kreis und der ist ungefähr in 60 Sekunden umgedreht. Die Lunge sorgt dafür, dass du Sauerstoff einatmest und Kohlendioxid ausatmest. Die Bäume machen es umgekehrt. Die tun den Kohlendioxid einatmen und den Sauerstoff raus. Der Kreislauf des Lebens.
die Lunge, die Bäume, du hast Luft, Sauerstoff auf diesem Planeten und du atmest. Die Nieren reinigen dein Blut. Und so haben alle verschiedenen Organe irgendwo ihre Aufgabe. Tja, der präfrontale Kortex, der hat so circa 50.000, 60.000 Jahre lang gebraucht, dass er da angekommen ist, wo er heute ist. Von all den Milliarden Menschen, ganzen vielen Milliarden Menschen, die alle mal gelebt haben, haben zum Beispiel ganz große Persönlichkeiten geschafft, wie zum Beispiel ein Herr Einstein, der es gelernt hat, mit seinem präfrontalen Kortex und mit seinem Gehirn so weit zu nutzen, dass er eine sogenannte Relativitätstheorie gegründet hat. Aber nur so weit und jetzt nicht so weiter als abzuschweifen, damit du das verstehst. Er macht jetzt nichts anderes als deine Leber und die anderen Organe auch. So, er denkt. Er tut das, was er für richtig hält. Er kann nichts anderes. Er kann nur das. Er kann nur denken. Und die Gedanken kannst du oder ich mit unserem Bewusstsein eigentlich nicht wirklich steuern. Du kannst ihnen nicht nachfolgen. Das geht, dazu später. Das funktioniert. Aber du kannst nicht verhindern, dass ein Gedanke auftaucht. Und jetzt kommen wir schon langsam näher hin zu diesem Problem. Du kannst es nicht verhindern. Dann kommt der Gedanke, ich habe keine Ahnung, ich bin Superman. Oder die Gedanken sind ja frei. Ne? Wir waren ja gerade bei 40.000 bis 60.000 Gedanken an einem Tag, mein Freund. Oder meine Freundin. Und das kannst du nicht steuern. Das kommt, das geht. Manchmal haftet es, je nach Umgehensweise, wie du damit umgehst. Und es wiederholt sich. Und welche Gedanken wiederholen sich gerne? Denen du Aufmerksamkeit schenkst, denen du Achtung schenkst, die dich belasten, denen du auch ein Gefühl schenkst. Jetzt kommen wir zu dem Problem. Ich möchte es jetzt nicht hinstellen, um zu sagen, dass Gedanken nicht schlimm sind. Da hätte ich Unrecht, wenn ich das sage. Gedanken sind mächtig. Sie sind so mächtig, sie können im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich Berge versetzen, wie es das Sprichwort sagt. Gedanken sind unheimlich mächtig. Aber Gedanken haben aber nur eine Kraft und eine Wirkung, je nachdem, wie du mit ihnen umgehst. Du darfst eins verstehen. Ein Gedanke kann dich unglaublich glücklich machen. Aber er kann dich auch zerstören. Ein Gedanke kann dich zerstören. Er kann dich kaputt machen. Je nachdem, wie du mit ihnen umgehst. Im Großen und Ganzen glaube ich zu meinen, dass du es bis hier und bis jetzt verstanden hast, was ich damit meine, mit dem präfrontalen Kortex, seine Aufgabe, die 40.000 bis 60.000 Gedanken an einem Tag. Und dass die Leber ihre Aufgabe hat, dass das Herz ihre Aufgabe hat und so weiter. Das hast du jetzt bis hierhin verstanden. Als wir in der Steinzeit gelebt haben, da gab es noch keine Religionen und auch wahrscheinlich nicht so viele Wertevorstellungen, wie zum Beispiel, gib ihm die Hand und schau auch in die Augen und grüß ihn. Ne? Und verschließ nicht deine Hände auf Arbeit, das macht einen sehr schlechten Eindruck, das heißt nämlich, ich will nicht. Oder schau immer in die Augen, wenn du mit einem sprichst, mein Lümmel, hast du mich verstanden, sonst gibt's Ärger. Du siehst schon, diese ganzen Wertevorstellungen und so weiter, die kamen ja alle später. In der Steinzeit gab es das alles nicht. Und jetzt komme ich zu dem, wo ich angefangen habe. Ne? Erst wie dein Gehirn funktioniert und jetzt das andere Thema, wenn du dir vorstellst, hier der eine Baustein, hier ist der andere Baustein, die Religionen, die Wertvorstellung, die Konsumgesellschaft und so weiter und so fort. Die ist jetzt auf dieser Seite. Und diese Wertvorstellung, die Gesellschaft, die Religionen, deine Lehrer, deine Eltern, deine Freunde, deine Fortgesetzten, die bringen dir gewisse Dinge bei, ob du nun jetzt willst oder nicht, und du sammelst auch deine eigenen Erfahrungen damit. Die Religionen haben wir ja vorhin gehabt mit Moses, der sagt dir, du sollst nicht töten, du sollst nicht das tun, du sollst nicht dies tun. Aber auf der anderen Seite habe ich ja den präfrontalen Kortex, der ja den ganzen Tag denkt. Der denkt ja den ganzen Tag. Und da kann es auch mal blöd kommen, wenn man sich mal so blöde Filme im Fernsehen oder im Kino anschaut, dass man unter ein Messer reinrammen oder sonst irgendwas und Pädophilie und umgebracht. Auf einmal war der Gedanke da. Religion, Gesellschaft, Konsum, Moses und. Was habe ich da gedacht? Was habe ich da gedacht?
Oh Gott, ich bin nicht richtig, also. Uff. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, ich wische jetzt diesen Gedanken weg oder sonst irgendwas und ich möchte das nie mehr denken. Nicht, dass ich vielleicht ins Fegefeuer komme. Das ist ja ganz schlimm, das darf auch keiner wissen. Es wäre so ein möglicher Auslöser, der dann zu einer OCD, Englisch, Deutsch Zwangsgedanken, Zwangsstörung, führen kann. Mögliche Ursache. Was passiert jetzt? Du hast mir genau zugehört und hast gehört, was da passiert mit den Gedanken, dass sie sich wiederholen und so weiter. Du hast jetzt diesen Gedanken ein Gefühl geschenkt. Keine Ahnung, stech mir ein Messer zu. Was bin ich für ein schlechter Mensch? Jetzt passiert Folgendes. Du läufst, gehst runter, siehst die nächste Person, auf einmal kommt der Gedanke wieder. Ich stech zu mit dem Messer. Oh Gott, ich möchte es loshaben. Was ist denn jetzt los? Ich versuche mich irgendwie abzulenken oder ich bete zu Gott, wenn du christlich bist. Ich bete jetzt zu Gott und zu Jesus, der soll mir helfen, dass das besser wird. Aber ich erzähle das keinem, weil die werden denken, ich bin verrückt oder ich bin böse. Und hier steht das ganze Problem. Jetzt fängt es an. Jetzt fängt es genau an. Und jetzt kann es passieren. Und du darfst dich jetzt bitte, hör mir genau zu, bitte verurteile dich nicht dafür, dass du das nicht so kannst, wie es andere können. Denn ich habe eine sehr positive Botschaft gerade für dich. Eine wunderschöne Botschaft. Und du darfst mir glauben, es ist die Wahrheit. Und wenn du mir nicht glaubst, geh zu einem Arzt oder lese es in einen guten Artikel nach. Solche Intrusionen, weil das nennt man Intrusionen, aufdringliche Gedanken, haben wirklich nahezu alle Menschen auf dieser Welt. Oder man kann so sagen, wirklich alle. Es haben manche halt ein bisschen mehr, die anderen haben es ein bisschen weniger. Alle Menschen haben das. Alle Menschen haben irgendwelche Intrusionen. Gewaltfantasien, sexuelle Fantasien. Ich weiß es nicht, was alles Mögliche. Der eine hat es mehr, der andere hat es weniger. Unfälle, Mordgedanken und so weiter. Alle Menschen haben es. Und manche können damit umgehen und andere können es nicht. Aber wenn du es nicht kannst oder nicht konntest, dann liegt es einfach daran, dass wir in einer Gesellschaft leben im Jahre 2020, wo wir leider Gottes, und ich lebe jetzt in Bayern, hier Piazzolo, vielleicht schauen Sie gerade zu, immer noch keinen Psychologieunterricht in den Schulen haben. Und das finde ich persönlich absolut bedauerlich, sogar teilweise schrecklich. Ich würde mir wünschen, wenn man das ändern würde und vielleicht wollt ihr auch mein Video teilen und damit eine Botschaft senden. Das muss mal ganz klar auch mal gesagt werden, ohne jetzt in die Politik zu kommen. Punkt. Ja, ich habe jetzt hier mein geliebtes Flipchart wieder dazu genommen, weil ich meine, ich hoffe, man kann das gut sehen. Ich meine, wenn man das hier aufmalt, dann kann man das auch besser verinnerlichen und kann dann auch besser damit umgehen. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich auch noch mal was sagen. Ich kriege auch Nachrichten, wo Leute mich gefragt haben, ich werde demnächst in eine Klinik gehen. Und da werden die mich dann ja hoffentlich adäquat und gut behandeln. Versteh mich bitte richtig. Ich habe nichts dagegen, dass du in eine Klinik gehst und ich kann ja auch gar nichts dagegen haben. Und manchmal ist es auch Gott sei Dank so, dass Kliniken gut sind. Ich will aber auch eins dazu sagen. Ich persönlich finde es für sehr schlimm und für sehr schlecht, wenn man in eine Klinik geht, wo dann der Oberarzt und die gesamte Besatzung selber unter Depressionen oder an Panikattacken und verschiedenen diversen anderen Erkrankungen leiden. Also, dass du mich richtig verstehst, ne? Also, das bringt nichts, ne? Das ist gar kein Vorwurf, aber leider Gottes ist so. Punkt Nummer 2, was wirklich sehr, sehr traurig ist. Gerade bei dem Thema Zwangsgedanken. Es ist wirklich erstaunlich, es ist so, es gibt in Deutschland wenig Therapeuten, die sich wirklich gut mit auch Zwangsgedanken auskennen. Das ist wirklich tatsächlich so. Und Punkt Nummer 3, das ist auch sehr wichtig, gerade im Internet, das sind so viele, ich sag mal, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber so viele mächtigen Gurus momentan unterwegs, die dir alles Mögliche erzählen. Zwangsgedanken heilt man, indem man das Gefühl heilt von früher, was da passiert ist und so weiter. Leute, denke mal logisch nach. Du musst kein Therapeut sein, einfach nur mal ein bisschen logisch nachdenken. Ein Gefühl,
kann man nicht heilen in dem Sinne. Weil Gefühle, wie willst du ein Gefühl heilen? Ein Gefühl ist ein Gefühl ist kein Schaden oder eine Krankheit, das man heilen muss. Alle Gefühle, die wir haben, gehören zu uns. Ob sie sich jetzt für dich gut anfühlen oder schlecht anfühlen, das gehört in eine andere Schublade. Aber zunächst einmal gehören alle Gefühle zu uns. Und da kann man und wird man und muss man nichts heilen und in die Vergangenheit reisen. Da habe ich schon so ein paar Videos gesehen von so ein paar, ja, Leuten hier im Internet, ne, wo sie sich dann hinstellen und du sollst dann drüber reden, über dieses Gefühl, wo das aufgetaucht ist und ich heile dir das Gefühl und dann verschwinden die Gedanken. Also ich kann mir nicht mal im Entferntesten ausmalen, wie sowas funktionieren soll. Jedenfalls, das ist nicht mein Ansatz. Den Ansatz, den ich dir jetzt zeigen werde, der lehnt sich wirklich sehr, sehr stark an die kognitive Verhaltenstherapie. Ich habe wirklich sehr viel drüber gelesen. Und ich mache ja auch meine Ausbildung als Heilpraktiker Psychotherapie, wie du ja auch weißt, was ich auch schon mal ein paar Mal erwähnt habe. Und ich bin wirklich, wenn es jetzt um diese Thematik geht, ein ganz klarer Fan von der kognitiven Verhaltenstherapie. Wollen wir beginnen? Du hast mir ja bereits gefolgt und hast dir ja auch alles angehört. Intrusion, sagt man in der Psychologie, ist der aufdringliche Gedanke. Ich mache jetzt mal das Beispiel, ich stecke mir ein Messer zu. Ich fahre gegen den Gegenverkehr. Und. Ich habe dir vorhin gesagt, es ist egal, was du hast. Ob du jetzt homosexuelle Gedanken hast, Blasphemie. Ist egal. Der Gedanke kommt. Von den 60.000 Gedanken. Und dieser Gedanke, ich steche jetzt zu, der spricht jetzt gegen dein Wertesystem. Oder Gott ist ein Arsch oder sonst irgendwas. Oder noch schlimmer. Der spricht jetzt gegen dein Wertesystem. Warum fängst du den Gedanken auf? Haben wir ja vorhin gehabt, du fängst den auf, weil du religiös erzogen worden bist. Wenn du jetzt aber diesen Gedanken denkst, dann fängst du den auf. Es passiert Folgendes. Der Gedanke kommt, der ist jetzt da. Gibt es eine Bewertung? Die Bewertung sieht folgendermaßen aus. Oh Gott, was habe ich da gedacht? Was bin ich für ein schrecklicher, schlimmer Mensch? Und. Gegebenenfalls grübeln, wegdrücken, nicht mehr denken, ablenken und so weiter. Das sind jetzt Kognitionen, die du dir angewöhnst, damit dieser nicht mehr kommt. Durch dieses Grübeln und diese Bewertung entsteht jetzt das, was dir wehtut. Das Gefühl. Das kann sein, unterschiedlich. Oft oder meistens ist es Angst. Manchmal Panik, Scham, Wut, Ekel. Das ist dieses Gefühl, das dann kommt. Fühlt sich schlimm an. Jetzt kommt das Verhalten aufgrund des Gefühls. Bei Angst, fummeln, ich will gehen oder starre, weglaufen. Bei Scham, nicht ins Gesicht schauen können, wegsehen, das merkt man so im Verhalten. Bei Schuld, da bist du in dich eingegangen und so weiter. Und das merkt man dann am Verhalten und so weiter. Manche können es gut verstecken oder und so weiter und so fort. Weil das jetzt gekommen ist, macht der präfrontale Kortex Folgendes. Er denkt diesen Gedanken wieder oder einen ähnlichen Gedanken. Was passiert jetzt wieder? Kommt wieder die Bewertung. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Kommt wieder das Gefühl. Dann geht's weiter. Und was haben wir jetzt? Einen Teufelskreis. Und so geht es weg und weiter und weiter. Und was das Schlimme ist, dieser eine Gedanke von ich stech zu, der war mal, jetzt kommen immer noch mehr. Also, ich fahre gegen den Gegenverkehr, ich tue mir selber was an, ich kratze mir die Augen raus. Also der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es geht unendlich weiter und weiter. Und manchmal, so sprechen dann auch Psychologen davon, kann das Ganze dann so schlimm werden, dass sich dadurch eine Komorbidität entwickelt, wie eine Depression. Und dann wird es dann schwierig.
Und so weit wollen wir es doch eigentlich gar nicht kommen lassen, weil wenn sich dann noch Depressionen einschleichen, dann wird das eigentliche Problem, nämlich die Zwangsgedanken zu behandeln, immer schwieriger und schwieriger und dann muss man erst überlegen, was war als erstes da, das Huhn oder das Ei, ne? Aber ich bin dann immer trotzdem ein Fan davon, dass man sagt, man behandelt trotzdem erst die Zwangsgedanken. Nun, schön und gut. Was machen Betroffene? Betroffene machen Folgendes. Die sagen, ich will diese Gefühle und diese Gedanken nicht mehr haben. An Verhalten und Bewertungen, daran denken die gar nicht. Aber sie sagen, diese Gedanken lehne ich kategorisch an mir ab. Die möchte ich nicht mehr haben. Die sind so schlimm, ich habe Angst und so weiter. Also versuchen sie das irgendwie zu neutralisieren. Im schlimmsten Fall greifen sie zu Alkohol, Drogen oder lenken sich systematisch mit Playstation-Spiele ab oder sonst irgendwas. Alles mit sehr ungesundem Verhalten. Was dadurch natürlich auch noch schlimmer wird. Aber sie vergessen dabei eins. Das, was ich vorhin gesagt habe. Sie können diese Intrusionen weder stoppen oder nicht denken. Denn wenn sie es können würden, dann wären sie wirklich pathologisch krank. Denn man kann keine Gedanken, die aus dem Unterbewusstsein, aus dem Strom kommen, stoppen. Und da kann dir auch jeder andere Therapeut oder jeder Internetguru irgendwas erzählen, dass ich eine Technik entwickelt habe, dass dieser und dieser Gedanke nie wieder kommt. Es geht nicht. Es wird nicht funktionieren. Es geht einfach nicht. Denn so funktionieren eben Gehirne nicht. Sie funktionieren so nicht. Es wäre dasselbe, als würde ein Mediziner zu dir kommen. Ich habe eine Technik herausgebracht, die es schafft, dass dein Herz nicht mehr schlägt, du aber trotzdem lebst. Was sagst du dazu? Glaubst du, sowas wird jemals erfunden? Also, ich weiß ja nicht, ne? Ich habe zwar Star Wars angesehen und so weiter und alles schön und gut, aber ich glaube nicht, dass das je passieren wird. Ich weiß, ich bin jetzt gerade ein bisschen sarkastisch zu diesem Thema, aber so muss man das halt auch manchmal sehen. Ebenfalls ist Humor auch eine ganz gute Herangehensweise, wie man mit solchen Intrusionen umgehen kann. Und guck mal so kurz am Rande, weil immer ganz viele Angst haben, sie werden schizophren und drehen durch. Da kann ich dir oben mal am i-Punkt ein Video verlinken. Da habe ich auch ein Video dazu, dass man von Zwangsgedanken oder von Zwangsstörungen nicht schizophren wird und auch keine Psychose davon bekommt. So weit, so gut. Was machen wir aber jetzt? Du sagst, ich kann sie nicht stoppen. Was soll ich jetzt machen? Also muss ich damit leben. Also ich bleibe krank. Ich habe ja diese Symptome, mir geht es ja schlecht. Ich habe ja Angst. Ich habe ja Panik und so weiter und so fort. Und ich gehe auch nirgendwo mehr hin, damit diese Gedanken nicht mehr kommen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich konfrontieren? Und. Das möchte ich dir jetzt zeigen. Ich zeige dir jetzt einen anderen Ansatz. Das habe ich dir zwar schon in einem anderen Video erklärt, aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal, weil die Anfragen ja so hoch waren. Du kriegst diese Intrusion. Du kriegst diese... Oder oft sind es ja bildliche Vorstellungen eher, ne? Die kommt jetzt, dieses Bild. Wenn jetzt dieses Bild kommt, habe ich mal gesagt, können wir es nicht ändern. Aber das können wir ändern. Ja, du hast richtig gehört. Das können wir ändern. Wir können die Bewertung ändern. Das kannst du. Du kannst jetzt, wie ich gerade zum Beispiel gesagt habe, diesen Gedanken vielleicht sogar mit Humor sehen. Ja, du hast richtig gehört. Ja, und jetzt sagst du, was ist, wenn ich diesen Gedanken habe, ich will das Kind, das will ich nicht. Ja, sieh es mit Humor. Warum sollst du es mit Humor sehen? Warum? Weil es nur ein Gedanke ist. Willst du das tun? Nein, du willst es nicht tun, oder? Dann siehst doch als ein Hirngespinst, was dein präfrontaler Kortex dir sagt. Nimm es als Humor. Seh ihn dir an. Atme vielleicht mal ganz kurz durch. Seh ihn dir an. Sag zu dir richtig eine innen drin, wie man es heutzutage auch in der Neuroplastizität herausgefunden hat, was übrigens schon Buddha vor 2500 Jahren gepredigt hat. Es ist nur ein Gedanke. Seh ihn dir an. Geh in eine meditative Haltung. Seh ihn dir an. Und schau, wie er wieder vorbeizieht und kümmere dich deiner alten Tätigkeit. Wenn jetzt wieder weitere Gedanken kommen, warum ist das so schlimm und so weiter, dann tust du den Gedanken einfach wieder vorbeiziehen lassen. Wichtig dabei ist, nicht verurteilen, nicht hineinsteigern, darüber diskutieren, weil du würdest immer verlieren und die Gedanken einfach wieder weiterziehen lassen.
Wenn du das tust, ich bin ehrlich zu dir, wir machen keinen Hokuspokus. Das wird beim ersten Mal mit Sicherheit auch nicht funktionieren. Das ist auch gut so. Du hast dich ja lange Zeit in dieses Konstrukt hinein verwickelt und das wird nicht so leicht gehen. Deswegen ist es wichtig, dass du dir praktisch bildlich vorstellst. Der präfrontale Kortex denkt und da ist dazwischen wie ein Abstand. Du musst einen Abstand lernen, einen Abstand. Ich habe Abstand zu den Gedanken. Ich mache dir da mal ein Beispiel dazu. Stell dir mal vor, du stehst im Stau, im Straßenverkehr. Jetzt kommt der Gedanke, oh mein Gott, ich habe diesen Termin, ich flippe aus. Der tägliche Wahnsinn in Deutschlands Straßen. Wer kennt ihn nicht? Wir flippen alle aus. Warum passiert es? Weil wir uns mit diesen Gedanken identifizieren, ich muss jetzt zum Meeting. Und jetzt versuch dir zu vorstellen, du bist gerade beim Wandern. Und du wanderst, gehst spazieren, bist irgendwo auf einem Berg nach oben und dann siehst du da zufällig so eine Straße, wie die Autobahn vorbeifährt. Und da ist ein riesiger Stau. Und jetzt kommt der Gedanke, schau mal, die stehen alle im Stau und ich bin hier schön im Grünen und auf einmal grinst du. Merkst du was? Du hast Abstand zu diesen Gedanken. Du identifizierst dich nicht mit den Gedanken. Ein Gedanke hat erst dann Macht über dich, wenn du dich mit ihm identifizierst. Wenn du das getan hast und diesen Abstand gewinnst und das übst, wie ich ins Fitnessstudio gehe und meinen Bizeps trainiere und du dein Gehirn neu trainierst, auf eine neue Art mit Gedanken umzugehen, dann verändert sich das Gefühl. Und das ist ja das, was so stört, was einen so wehtut und weil dann das Verhalten so komisch ist und dass man da nicht mehr hingeht. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Herangehensweise. Das ist aber nur eine unterstützende Begleitweise. Die Hauptherangehensweise ist die, was ich dir gerade gesagt habe. Und die wird immer gleich bleiben. Und du wirst keine andere Herangehensweise oder eine bessere finden. Das verspreche ich dir. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Da bin ich mir ganz sicher, wie man zum Beispiel im Internet liest. Ja, da werden jetzt neuerdings zum Beispiel solche Implantate reingesetzt oder so. Das zahlt dann so die Kasse. Das kommt aus den USA. Dann wird dann hier eine Gehirnhälfte massiert. Dazu möchte ich mal ganz kurz was sagen. Da habe ich mir mal eine Dokumentation angesehen. Wirklich sehr seriöse Dokumentation auch, das weiß ich ganz sicher. Da ging es darum, dass eine Frau sich an ein Implantat hat reinpflanzen lassen, weil sämtliche Therapien nicht gewirkt haben. Gott weiß, was sie für Therapien gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie sich diesen hier reinsetzen lassen. Da wurde sie befragt nach mehreren Stunden Operation, wie es ihr doch ginge. Jetzt ist es so, wenn du diesen Implantat bekommst, dann muss der erst einmal mit so einer sogenannten Fernsteuerung eingeschaltet werden, damit er eingeschaltet wird. Auf jeden Fall haben die Reporter sie dann gefragt, wie es ihr nun jetzt ginge, nachdem die Operation war. Und die Frau antwortete, ja, ich merke schon, dass es mir schon viel besser geht und diese Gedanken sind weniger geworden. Da sagt der Reporter, das ist aber erstaunlich, denn der Arzt hat noch gar nicht mit seinem Adapter den Implantat eingeschaltet. Und sie sah ihn an und so, gut. Naja, es hat aber trotzdem auf jeden Fall seine Wirkung. Naja, du siehst schon, Placebo. Also ich möchte mal wissen, so die fernöstlichen Menschen, die werden sich wahrscheinlich auf gut Deutsch, Entschuldigung die Wortwahl, den Arsch über uns ablachen, was wir da für Methoden entwickeln in unserer Schulmedizin, um Gedanken verschwinden zu lassen. Also wie gesagt, sowas geht einfach nicht, funktioniert nicht. Du musst diesen Ansatz gehen. Und zu diesem zweiten Ansatz, den ich dir gerade gesagt habe, den du vielleicht auch verfolgen solltest, das ist eigentlich eine leichte Technik. A, du kannst dir diese Gedanken aufschreiben und die immer wieder durchlesen, auf dich wirken lassen. Egal wie perfide sie sind, egal wie abstoßend sie für dich wirken, du liest sie dir jeden Tag durch. Das zweite ist, du nimmst dir ein Tonbandgerät oder das kannst du dir auf dein Smartphone runterladen und auf dem Tonbandgerät sprichst du deine Gedanken drauf. Die hörst du dir an. Es ist eine Art, wenn man so möchte, ja, es ist es sogar, eine Konfrontationstherapie, aber einfach nur mit diesen Gedanken. Du lässt diese Gedanken dann auf dich wirken und du siehst, was passiert. Dadurch sollte sich nach der Zeit das Gefühl, weil du eine andere Einstellung dazu bekommst, neutralisieren. Aber Vorsicht, bleib bitte nicht zu lange an der Wirkung. Du sollst nämlich auch mal wieder loslassen. Das heißt, wenn du das mal ein paar Wochen gemacht hast, dann lass auch wieder los. Weil sonst tust du dich wiederum mehr auf diese alten Gedanken versteifen und es wird dann auch bloß wieder mehr. Aber du solltest durch diese Art der Konfrontation dann lernen,
dass diese Gedanken dir nichts tun können und dass du, hör mir genau zu, das ist ganz wichtig, ja, du hast richtig gehört, dass du nicht deine Gedanken bist. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Nun kommen wir weiter. Nachdem sich, wenn du das immer wieder machst und tust, sich dadurch auch das Gefühl verändert, tut sich logischerweise auch das Verhalten ändern. Das heißt, du traust dir vielleicht wieder ein bisschen mehr zu. Du traust dich vielleicht ein bisschen zu, mal wieder alleine ein bisschen mehr was zu machen. Vielleicht traust du dir auch zu, wenn du blasphemische Gedanken hast, und bitte mach das auch. Geh bitte auch in die Kirche wieder rein, wenn du das möchtest. Wenn du in die Kirche gehen möchtest, dann geh in die Kirche und bete auch zu Gott. Oder geh in die Moschee, wenn du Muslim bist, und bete zu Allah. Bete und mach das. Aber meide es nicht, weil du vielleicht solche Intrusionen hast. Das macht das Ganze nur schlimmer. Lass es auf dich wirken, und wenn solche Gedanken kommen, hör auf, dann auch zu neutralisieren und sag, Allah oder Gott, vergib mir, dass ich das gerade gedacht habe, mir geht so schlecht, hoffe, du verzeihst mir. Glaube mir, wenn es Allah gibt oder Gott gibt, wie man es auch nennen mag, dann wird er dir so oder so verzeihen. Du hast doch die Bibel gelesen, ne? Oder den Islam. Also mach dir da keine Gedanken. Es ist ganz wichtig, hör auf, das zu bewerten, hör auf, darüber nachzugrübeln. Du bist so, wie du bist, eigentlich ganz normal. Das Einzige, was mit dir nicht stimmt, ist, dass du nicht gelernt hast, adäquat damit umzugehen, und dass du es leider, ja, ich sag's mal so, es ist so, du verlierst durch diese Symptomatik Tag für Tag mehr dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen in dich und in deine eigenen Fähigkeiten. Und das musst du dir zurückholen. Das ist doch so wichtig. Du hast doch nur dieses eine Leben, zumindest soweit wir es wissen. Und dieses Selbstvertrauen musst du dir Stück für Stück wieder zurückholen. Fang bitte an mit diesem Ansatz. Bewerte es nicht mehr. Grübel nicht mehr, das haben wir. Mach das mit dem Tonband, das haben wir auch gesagt. Mach das mit den Aufschreiben. Und gehe raus in den Tag und genieße es. Gib den Ganzen nicht mehr so viel Beachtung. Gedanken sind nur Gedanken. Nun, ich glaube zu meinen, wir haben mehr oder weniger alles, was man zu diesem Thema sagen könnte. Du hast dir den Anfang von meinem Video angeschaut, wie diese Gedanken entstehen können. Ich habe dir meinen Lösungsweg aufgezeigt, und das Ganze kannst du dir wirklich mal so verinnerlichen. Aber wichtig ist, alleine durch dieses Ansehen meines Videos wird es dir auch nicht viel bringen. Du musst wirklich in die Gänge kommen und was tun. Du musst es trainieren. Du musst das tun. Jeden Tag, Tag für Tag. Und du wirst merken, du wirst dann nach der Zeit immer mehr Abstand von diesen Gedanken bekommen. Und dann ist auch mehr Freiraum, wenn du dann loslässt, für neue Gedanken. Dass du dieses Thema auch wieder loslässt. Und der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, ja Juan, was ist eigentlich mit Medikamente? Das hast du heute ja gar nicht erwähnt, welche Medikamente da man nehmen kann. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Ich bin persönlich kein Fan von Medikamenten. Ob die jetzt wirken? Schwierig. Ich versuche jetzt mal nicht zu tief darauf einzugehen, weil ich erstens, wie gesagt, nicht glaube zu meinen, dass diese Medikamente zu einer Heilung führen, wenn dann nur zu einer Symptomreduzierung, wenn überhaupt. Massentliche Studien sagen, bei 50% wirken sie. Bei Zwangsgedanken muss man die Dosierung doppelt und dreifach so hochsetzen wie bei Depressionen. Dass es überhaupt zu einer Wirkung kommt, ich habe es selber genommen. Ja, damals war ich aber noch nicht so auf den Thema spezialisiert, wie ich es heute bin. Ob es mir geholfen hat? Ja, es hat mir geholfen. Aber es ist die Frage, hat es mir geholfen, weil da der Wirkstoff drinnen ist? Oder der Glaube daran, dass ich jetzt da was bekomme? Das ist die Frage. Aber das kann ich dir nicht beantworten, weil ich es selber nicht weiß. Aber es hat mir zumindest geholfen, Abstand zu diesen Gedanken zu bekommen, mich dann quasi selbst zu therapieren und viel zu lesen und jeden Tag geübt habe, das in den Alltag einzubringen. Und ich sag dir mal was. Wenn ich das kann, ich bin nichts Besonderes, ich bin nicht anders, ich bin nicht besser wie du, dann kannst du das auch. Ich bin mir ganz sicher, dass du das auch kannst. Ich auf jeden Fall glaube an dich. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Bleib dran.
übel regelmäßig und ich bin mir ganz, ganz sicher, du schaffst das. Ich helfe dir wirklich gerne und wenn du weitere Fragen hast, von mir aus auch zu diesem tollen Thema mit den Zwangsgedanken, wie schon so oft, kannst du mich auch immer wieder um dieses Thema fragen, was ich aber dauerhaft nicht für gut heißen kann, weil du ja sonst dann von dem Thema nicht loslassen kannst. Wenn dir jetzt mein Video gefallen hat, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal und neu drauf gestoßen bist, abonniere doch bitte den Kanal Juan der Spanier, würde mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Mach's gut. Alles Gute, dein Juan.